Servus, grüß euch, da ist wieder der Florian von Bora. Weiter geht's mit dem Einbau des Pure und um es final in den Korpus einbauen zu können, müssen wir es natürlich zuerst an den Strom anschließen und die Befestigungsklammern anbringen, um das Gerät in der Arbeitsplatte zu verspannen, und das will ich euch jetzt gerne kurz zeigen. Wir haben hier unseren Stromanschluss vorbereitet. Wir haben einen dreiphasigen Anschluss. Phase 1 und 2 sind die Induktionskochfelder. Phase 3 ist der Abzug. Wir haben zwei Nullleiter. Die Brücke, um diese zwei Nullleiter zu brücken, ist schon vorinstalliert. Den Nullleiter auf die 1 setzen und wir haben unsere Erde, die Erdung selbstverständlich. Wenn ihr das Gerät angeschlossen habt, mit der beiliegenden Verschlussklappe den Anschluss verschließen, klickt einmal und es ist drin. Dann hätten wir für euch Kabelbinder dabei, die ihr hier am Gerät einsetzen könnt und das Kabel am Gerät fixieren könnt. Dann habt ihr es sauber verlegt, dann ist der Anschluss eigentlich schon erledigt für euch. Und dann zeige ich euch noch hier unsere neuen Verschlussklappen, unsere neuen Einspanner zum Festmachen des Kochfeldes. Das hat hier so einen kleinen Flügelverschluss, der in Auslieferungszustand eingedreht ist, dass ihr das schön einsetzen könnt in die Arbeitsplatte. Wir haben hier die Aufnahme für diese Befestigung. Ich schiebe die von der Seite rein und drehe mir das dann im eingebauten Zustand nach außen und das verspannt sich dann hier an eure Arbeitsplatte. Und zum Einbauen lasse ich diesen Flügel einfach drin, damit er mich beim Reinsetzen in die Arbeitsplatte nicht stört, und drehen mir dann im eingebauten Zustand nach außen. Wir haben hier dafür 4 Befestigungsklammern, selbstverständlich 2 für links, 2 für rechts. Anbringen, Elektroanschluss machen, ja, und dann sind wir eigentlich schon fix fertig zum Einbauen, weil wir für die Anbindung an die Rückwand keinen Anschlusskanal mehr brauchen, sondern wir haben hier an der Rückseite unsere Filterbox drauf, unsere Teleskopverlängerung für die Rückwand, und die ist versehen mit einem doppelseitigen Klebeband, wie ihr hier seht. Das ziehe ich mir vor, dass ich das Gerät einsetze, die Schutzfolie noch ab hier rundherum, und dann kann ich das über eine Teleskopverlängerung einfach nach außen schieben, soweit ich es brauche, und bringe mir das nach hinten an die Rückwand an. Das heißt, wir haben uns da wirklich sehr viel Gedanken gemacht, dass ihr wenig Arbeitsschritte habt, keine Anbindung im effektiven Sinn mehr an die Rückwand machen müsst. Das heißt, ich schiebe mir einfach über den Schubladen diese Anbindung nach hinten raus und drücke die ganz leicht an die Rückwand, dass sich das dann an der Rückwand ein wenig verklebt. Ja? Und das ist alles, was ihr machen müsst. Und das werde ich euch im nächsten Arbeitsschritt nochmal ganz kurz live zeigen.